Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind auf EU16 und natürlich, wie zu erwarten, wurden doch noch ein paar Rekorde gebrochen. Zwar nicht von den Tag 1 Rekorden her, da wussten wir ja, auf 69 ist Schluss für ganz viele, aber es wurde jetzt tatsächlich der erste Rekord, wahrscheinlich so mit der als nächstes am schnellsten gehen wird, gebrochen, und zwar ist das von Jan der Hämmerer. Ja, Jan der Hämmerer hatte ich es, glaube ich, gestern oder ich weiß nicht, auf jeden Fall die letzten Male des Öfteren schon erzählt. Jan der Hämmerer im 13. Stockwerk ist damals der letzte Endboss gewesen, früher, als es noch nicht so viele Dungeons gab, für die Lichtwelt, und deswegen wird dieser auch für Rekorde angepeilt und auch getrackt, und das ist auf jeden Fall ziemlich krass, wenn man mal bedenkt, früher war der 13. Stock mit Jan der Hämmerer der Endboss. Das war der letzte Gegner im ganzen Spiel, und danach gab es keine Dungeons mehr, und das war auf jeden Fall krass zu der Zeit. Heutzutage wird das Ganze innerhalb weniger Tage, unter einer Woche, überboten, so, ne? Und jetzt innerhalb hat man es tatsächlich geschafft, von sage und schreibe 3 Tagen Jan den Hämmerer zu besiegen. Ja, und zwar von Kugi. Ja, das ist auch ein YouTuber, Shakes and Fidget natürlich, ne? Und wir sehen hier auf dem Server EU16 am 3.11. hatte das gestern geschafft, um 21 Uhr circa. Und das ist krass. Ja, wenn wir bedenken, am 1. ist der Server gestartet und am 3. ist Jan der Hämmerer gefallen. Das ist heftig. Der vorherige Rekordhalter war typisch Andy gewesen auf EU10 und hatte dafür 7 Tage gebraucht. Und das wird jetzt nochmal extrem unterboten in der Zeit. Und das ist jetzt momentan der neue Rekord auf jeden Fall. Und natürlich mit Hilfe des Events ist das natürlich möglich, ist machbar so, ne? Auf EU10 hatten die natürlich solche Voraussetzungen nicht gehabt, wie auf diesem Server hier, das muss man natürlich dazu sagen. Allerdings gehen die Leute halt eben auch für solche Rekorde, und dann kann man dem das natürlich dann auch nicht absprechen an der Stelle, ne? Hatte es hier auch nochmal in seiner Beschreibung zu stehen. Und ja, generell, die Leute gehen hier momentan Richtung 300 so, ne? Also es dauert natürlich noch ein bisschen, bis hier die Leute 300 erreichen. Das ist immer ganz normal, die typische Range 220, 30, 40, 50, das kriegt man an einem Wochenende hin, beziehungsweise so nach 3 Tagen, ne? Bis dahin kann man relativ schnell durchpushen, sag ich mal. Alles, was danach kommt, wird dann doch ein bisschen zäher, beziehungsweise man muss halt eben ein paar Tage warten, bis man dann eben nochmal den nächsten Levelschub und den nächsten Levelschub und den nächsten Levelschub mitmachen kann, ne? Das dauert halt eben alles so ein bisschen, und aber es sind viele Leute in dieser Range hier, in dieser 200er Range, ne? Wenn man jetzt mal hier so runter scrollt, ein paar vereinzelt sind hier auch noch unter Stufe 200, aber die, ich sag mal so, die Top 100 jetzt nach dem Wochenende circa, sind so, ich sag mal 90%, würde ich sagen, sind hier Stufe 200 jetzt gekommen, und das ist natürlich relativ ansehnlich, ne, für den Server, war aber auch zu erwarten. Kugi, das muss man dazu auch nochmal sagen, ist halt eben auch ein Content Creator, ein offizieller, das heißt, der wird hier natürlich aus der Wertung mit rausgenommen, also er zählt hier nicht mit als jemand, der als ein Anwärter auf die 5 Avatar-Bilder, das muss man auch noch dazu sagen, ne? Und da muss man natürlich auch nochmal zusätzlich erwähnen, weil vielleicht verwechseln das die ein oder anderen, beziehungsweise können das nicht so einschätzen. Das hat nichts damit zu tun, dass er hier Content Creator ist und gesponsert wird, dass er hier auf Platz 1 ist. Da kann ich euch wirklich klipp und klar sagen, da müssen wirklich noch viel mehr eigene Pilze fließen, um halt eben solche Rekorde möglich zu machen, aufzustellen und so, ne? Weil ihr seht ja, was ich bekomme so an Pilzen, und das ist schon so das Höchste, was man so am Sponsoring so bekommen kann, ne? 3.000 zum Serverstart, dann halt eben die Pakete plus jeden Tag 500 Pilze.
Das ist auf jeden Fall das, was bis Stufe 300 so ist. Danach nehmen die Pilze ja auch ab. So, ne? Also das bleibt ja dann nicht so, dass ich 500 bekomme, sondern dann bekommt man 400, 300, 200 und so weiter. Ne? Also das nimmt ja dann nachher dann auch ab. Aber zum Serverstart ist das eben so das. Und das reicht bei Weitem nicht aus, um halt hier eben so eine Leistung abzurufen. Ne? Und da muss man deutlich mehr Geld auch eigenes in die Hand nehmen, um das halt eben auch so machen zu können. Ne? Ja, dementsprechend trotzdem wird er hier halt eben nicht mitgewertet für das Avatar-Battle. Er hat halt einfach anscheinend, so wie es aussieht, nur Bock ein bisschen zu pushen. Und das kann ich auch verstehen, denn solche Konstellationen, so eine Server-Konstellation beziehungsweise Event-Konstellation wie auf diesem Server hier gibt es halt eben nur einmal im Jahr. Und da kann man natürlich wirklich sehr gut Rekorde brechen und aufstellen. Und wenn man da eben Bock drauf hat, so ein bisschen zu investieren und dafür halt eben so ein, ich sag mal, dafür seinen Spielspaß hat, sage ich mal, ne, dann kann man das sehr gerne halt eben auf dem Server hier versuchen. Das machen ja auch einige. Ich denke, viele werden wahrscheinlich auch wieder aufhören, dann so nach den ersten Monat, sag ich mal, nachdem das Event hier halt auch vorbei ist. Ne, trotzdem, wir haben jetzt hier mittlerweile 31.000 Spieler auf dem Server, also es erfüllt sich trotzdem langsam der Server, muss man so sagen. Mit 18.000 haben wir hier am Freitag gestartet, vorab registrierte, und jetzt sind wir hier bei 31.000 mittlerweile. Also es kommt langsam was dazu. Mal gucken, ob der EU16-Server das Tempo weiterhin an neuen Spielern so beibehalten kann, weil die letzten, beziehungsweise der letzte Serverstart EU15 war ja auch sehr erfolgreich, wo auch schon sehr viele Spieler jetzt mittlerweile drauf sind. Ne, da sind jetzt schon über 100.000 Spieler drauf, obwohl der nächste neue Server schon da ist, weit über 100.000, mittlerweile schon 128k. Also EU15 war wirklich spielerzahltechnisch ziemlich stark, wohingegen EU14 bisschen abgeschmiert ist, aber es war ja auch zu erwarten. EU15 war deutlich beliebter. Ne? Hier haben wir knapp die 100.000, ne? Und dabei ist der Server ja auch schon ein bisschen älter als EU15 und noch älter ist halt EU13. Hier haben wir genau 100.000, ne? Obwohl EU13 ja noch mal älter ist als die davor gezeigten Server. Deswegen, mal gucken, ob EU16, EU15 gleichkommen kann. Aber ich gehe mal eher von aus, dass wahrscheinlich das so ähnlich ablaufen wird wie bei den Servern vor EU15, dass es vielleicht so knapp an die 100k Spieler kommt, früher oder später auf dem Server hier, weil ich glaube, es spielt wirklich viel mit den Zahlen eine Rolle, sag ich mal. Es werden viele wahrscheinlich jetzt angelockt werden von diesem Contest und dem Event hier auf dem Server, beziehungsweise das Event, was jetzt halt eben gerade momentan so im Umlauf ist. Aber ob hier Langzeitspieler spielertechnisch der Server so stark performen wird, werden wir schauen. Werden wir gucken, ne? Ja, ansonsten werden wir das weiterhin natürlich hier im Auge behalten. Ich bin gespannt, wann die ersten Stufe 300er hier am Start sind. Ja, da können wir ja auch nochmal ansonsten sehr gerne nochmal einen Blick auf die Rekordliste setzen, damit wir das ganz kurz hier auch nochmal im Video festgehalten haben. Die Level 300er Rekorde müssen wir mal schauen. Da sind wir jetzt hier momentan, also das ist die Liste für die 300er. Ja, da haben wir, das wird wirklich sehr spannend. Wir haben jetzt hier heute, also man kann das wirklich gut tracken, weil der Monat hat angefangen und der Server hat halt eben auch am Tag 1 gestartet. Also wir haben heute wirklich hier Tag 4 gerade am Start. Und das sind hier die Levelrekorde momentan für Stufe 300. Mit jeder Klasse ist momentan der Rekord bei 9 Tagen. Ja, das ist natürlich sehr interessant. Haben wir sogar mit dem Kundschafter hier geschafft, aber halt eben auch mit dem Demon Hunter, mit der alten Version des Demon Hunters. Ne? Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, ob wir hier bis zum Ende der Woche wirklich nochmal einen Rekord sehen werden, was die 300 angeht, oder ob die Server hier davor wirklich so stark einen aufgespielt haben. Haben sie auf jeden Fall, ne? Aber jetzt haben wir halt eben das Black Gem Event
und wir haben so gute Voraussetzungen wie noch nie. Die Gilde Gem Miners, da werden wahrscheinlich einige dabei sein, die das hier in Angriff nehmen können. Die sind super gut am Performen, alles perfekt gemeistert bisher so, ne, wirklich richtig krass, was die Ritterhalle auch angeht, ne, vom Lehrmeister und Goldschatz. Gut, das ist natürlich, da brauchen wir gar nicht von reden weiter, die Raids werden fleißig gemacht und dementsprechend haben wir hier wirklich eine super, super, super starke Gilde, die wirklich Anwärter darauf sind, wirklich hier extrem viele Rekorde nach vorne zu bringen. Ne? Deswegen mal schauen, wo das Ganze so hingehen wird. Wir werden das natürlich weiterhin hier aufmerksam beobachten und ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ne? Jo, ansonsten war es das erstmal soweit von mir. Zu mir persönlich auf dem Account, ja, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Ich spiele halt, wie gesagt, nur ganz, ganz easy, ganz lässig so ein bisschen mal hin und her. Ne? Hier gebe ich, hier gebe ich jetzt nicht so viel, ja, sag ich mal, auf den Server. Ich werde hier und da ein bisschen pushen so. Ne? Ich hatte jetzt am Wochenende noch mir ein paar Epics geholt und ja, werde das Ganze hier ganz gemütlich, ganz entspannt ein bisschen zocken. Ja, mal hier auf Easy nochmal ein paar Dungeons hier nochmal geballert. Da hatten mir gestern noch die Pilze dazu gefehlt. Heute hatte ich ja wieder ein paar neue dazu bekommen. Deswegen, ja, das auf jeden Fall dazu. Gibt es hier nicht großartig viel zu zeigen. Wie gesagt, mein Glanzmoment habe ich, denke ich mal, auf dem Server hier schon aufgespielt mit dem Try und der 15er Berserker-Kombo, ne? Also bis dato wirklich auch rekordverdächtig hier an der Stelle. Ich hätte gern gewusst, wie viele wir noch gemacht hätten, bevor der Nerf auf den Bersi gekommen ist, mit der, ja, dass er maximal 15 Mal angreifen kann. Aber aufgrund des Lebens hier vom Steintroll hätte er wahrscheinlich auch maximal nur noch 2 Schläge mehr gebraucht, dann wäre das Ding hier sowieso gegessen. Ne? Also mehr als eine 17er-Kombo wäre hier wahrscheinlich so oder so nicht drin gewesen. Ne? Aber das ist schon auf jeden Fall krass genug, würde ich mal sagen. So, ne? Jo, ansonsten ja, war es das erstmal soweit von mir und dem EU16-Server. Wenn es hier wieder irgendwas Neues geben sollte oder ja, neue Rekorde hier aufgestellt und gebrochen werden, dann werde ich euch hier natürlich auch weiterhin hier auf dem Laufenden halten. Ne? Ich begleite das auf jeden Fall hier alles mit Argusaugen. Ich finde das sehr, sehr interessant, wo hier die Reise hingeht. Und ja, ansonsten verabschiede ich mich erstmal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.